ich war dann doch nochmal einkaufen. Ich sagte ja, es wird weniger an Karten werden. Würde es auch, aber gerade dann kam ein Set raus, wo ich mache online immer noch so ein paar Kärtchen auf, wo ich dachte, das ist mal außergewöhnlich ein hübsches Set. Wenn ich Karten öffne, dann erzähle ich ja immer, welche Karten gefallen mir gut, welche weniger gut. Und es liegt nie daran, was die Karten können oder sowas. Es geht immer darum, wie sie aussehen. Und es gibt so ein paar Sachen, die die Artists machen können, wodurch die Karten direkt interessanter werden. Und in diesem Set hatte ich das Gefühl, als ich sie online geöffnet habe, die Karten, sind außergewöhnlich viele Karten, wo es gut gemacht wurde. Und da rede ich jetzt nicht unbedingt von super atemberaubender, krasser Artwork, sondern von den ganz einfachen Sachen, die gemacht werden können, um solche Karten interessanter aussehen zu lassen. Und weil diese Karten mir wirklich gut gefallen, habe ich jetzt auch nochmal zugeschlagen. Also hier nochmal ein weiteres Display, und zwar von Temporal Forces. Ich habe es mir auf Englisch geholt, weil aus irgendeinem Grund die englischen Karten günstiger sind als die deutschen. Warum auch immer, warum sollte ich... Ich meine, auf dem internationalen Markt sind die englischen Karten sowieso beliebter. Insofern, warum sollte ich mich auf Deutsch beschränken, wenn es auch noch auf Englisch günstiger ist. Also, heute Temporal Forces, aber natürlich auch noch hier Obsidian, Flammen habe ich noch einen ganzen Haufen. Deswegen machen wir von beidem etwas. Ich würde sagen, wir starten mit 4-mal Obsidian Flammen und arbeiten uns dann vor. Ich mache mal ein bisschen mehr Platz hier. Zu Temporal Forces, was natürlich für mich jetzt gerade das Interessantere ist. Deswegen das Beste kommt zum Schluss. Also zuallererst Obsidian Flammen. Eine von vielen Folgen sozusagen, wo ich Obsidian Flammen öffne. Habe ich also schon vieles gesehen. Was davon ich jetzt am Ende tatsächlich schon habe, bin ich mir ehrlich gesagt, ich verwechsel das immer, weil ich das so selten öffne, verwechsel ich immer Karten, die ich online gezogen habe, mit Karten, die ich offline gezogen habe. Das ist ja ein neues Set, ne? Da ist ja der Kartentrick. Nur eine Karte? Ja. Alright. Also, los geht's. Wie gesagt, Obsidian Flammen zuerst. Es geht los. Unduster. Da geht schon los. Und kommt mir direkt unbekannt vor. Ich meine, ich habe jetzt auch natürlich von dem Display noch nicht so viel geöffnet. Also dürfte schon noch sehr vieles sein, was ich noch nicht habe. Flip auch. Kommt mir auch neu vor. Nur schon alleine hier wieder direkt ein bisschen besser, dass da noch ein zweites mit drauf ist. Natürlich kann man da von der Pose her nicht so viel machen. Anders als zum Beispiel bei Frubeiler. Ja, das macht einfach was, ne? Das ist immer direkt schon mal besser. Felino aus Paldea, ganz hübsch. Bronzong hier zum Beispiel schon wieder. Ein Stil, der mir nicht so gut gefällt, aber immerhin passen Pokémon und Hintergrund zusammen, was auch nicht immer der Fall ist. Das kenne ich auf jeden Fall schon. Glutexo, cooles Bild. Glutexo ist ja immer so ein bisschen es ist halt die zweite Form. Die fällt immer so ein bisschen hinten durch. Aber das sieht ganz cool aus. Skelabra als Reverse Holo. Sehr schön. Olini als Reverse Holo. Nicht mein Stil, muss ich sagen. Und die Rare ist ein Sherox. Shiny. Shiny hier nicht ganz das richtige Wort ist, wenn man im Pokémon-Kontext ist. Die sie ja immer nur auf bestimmte Sets limitieren. Na komm. Das wäre sowieso viel interessanter, finde ich, wenn sie die Shinies einfach, ja, so wie halt auch im Spiel machen. Wenn es einfach alle Karten random hier und da auch mal in der Shiny-Variante gäbe, die natürlich sehr selten sein muss. Zack, Code falsch rum, eine nach vorne und weiter geht's. So, mit einer Unlichtenergie und einem Knattox, was ich immer noch nicht in Pokémon Go habe. Langsam ein bisschen nervt. Molong, wovon ich 50.000 in Pokémon Go habe, aber alle in männlich und nur das weibliche kann man weiterentwickeln. Cooles Bild, habe ich aber auf jeden Fall schon. Supply-Deck kommt mir unbekannt vor, insofern cool, als dass es wieder ein Bild ist. Es ist nicht ein Pokémon, das in irgendeinen Hintergrund geklebt wurde. Das habe ich auch auf jeden Fall schon, das hatten wir gerade. Dalobor, okay. Pamboga, ganz hübsch, alleine wegen dem Schatten. Durch diese
Lichtspiele, die man dadurch machen kann, finde ich immer gut. Und da ist direkt noch eins in Reverse. Sehr schön. Frigometrie in Reverse. Kommt mir auch unbekannt vor. Allerdings ist bei diesen Karten mit Frigometrie kann man natürlich nicht so viel machen. Stance-technisch. Insofern sehen die sowieso alle gleich aus. Und Sagaria als Holo-Rare. Eben auch gesagt? Ja. Ja, okay. Ne? Holo-Rare. Immerhin Holo. Immerhin nicht Regular. Besser als nichts. Zack. Kommt raus. So. Der Code. Zack. Das ging schnell. Müsst ihr mit eurem Scanner schnell sein oder mit eurem Handy. So, Banze. Nee. Nicht mein Fall. Kanivania ist mit zu simpel. Herculi ähnlich. Camping sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Ist ein komischer, da ist irgendwie so ein Weichzeichner mit drin. Das ist ein bisschen seltsam. Ansonsten ganz hübsch, aber halt auch farbenfroh. Das ist immer nett. Hier hatten wir gerade alle Dragonier. Hatte ich noch nicht. Hätte man schöner machen können. Aber es ist ganz nett. Ist ganz nett. Schlägt als Reverse, kommt mir total unbekannt vor. Noch ein Blip. Verstehe ich auch nicht, warum man dasselbe Pokémon zweimal in einem Set bringt, aber gut. Und Delfinator auf Holo-Rare. Habe ich, glaube ich, auch schon. Kommt mich bekannt vor. Aber nur Holo-Rares bisher. Das heißt, statt dass jetzt was Cooles kommt, wird jetzt wahrscheinlich nur noch Regular kommen. So wie ich mein Glück kenne. Okidok. Weiter geht's. Eine Pflanzenenergie. Magnetilo, das sieht cool aus. Habe ich auf jeden Fall schon. Aber trotzdem, hübsches Bild. Evoli. Komisch großer Kopf irgendwie. Seltsam aus. Okay, Monduster, ganz nett. Dragonier hat man gerade. Jemand so. Ist okay. Ich weiß nicht. Ist natürlich so vom Design her ein beliebtes Pokémon, weil es ganz cool designt. Aber ich mag nicht, wenn Pokémon zu menschlich aussehen. Voltolos. Okay, als Reverse. Kamaup, kommt mir auch unbekannt vor. Ganz hübsch eigentlich mit dem Hintergrund. Als Reverse. Holo. Ich habe immer, wenn ich jetzt Kamaup sehe, dann denke ich immer an Ditto wegen dem einen. Welches Set war das noch? Pokémon Go? Kann sein. Wo eine Kamaup-Karte eigentlich eine Ditto-Karte war. Und Entei als Holo-Rare. Schon wieder Holo-Rare. Aber auch schon wieder eine, die ich meine, ich schon habe. So, letztes Obsidian Flammen. Ich glaube, ich habe das ein bisschen unterschätzt oder überschätzt, wie schnell ich da durchgehe. Weil das Video könnte ein bisschen länger werden als sonst. Denn das ist ja erst die erste Hälfte und zu der zweiten Hälfte werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen haben. Weil alles neu und so. Nasknet so einfach, Lichtel ist okay. Oh doch. Diese Pastellfarben sind eigentlich nicht so meins. Hier passt es halt gut, ne? Das passt gut zu den Pokémon. Das ist ja eine... Das habe ich scheinbar noch nicht, weil es kommt mir total unbekannt vor. Lumanda, sehr actionreich, sehr cool. Mit Mimik auch mal. Die gefällt mir gut, die Karte. Den hat man gerade, den auch. Die, ja, weiß ich nicht. Nicht so geil. Flamingno, Reverse, Rotomorph, Reverse und den habe ich auch schon. Also was die Rares angeht, bisher nicht so interessant. So, jetzt gehen wir aber zu Temporal Forces. Na, komm da raus. So. 4 Stück. Alle mit einem anderen mit einer anderen Artwork vorne drauf. Da versuche ich natürlich jetzt erstmal wieder das ein bisschen vorsichtiger zu öffnen, denn ich habe ja gerne von jeder Artwork 1. Sehe ich gerade, dass die hier diese Falte drin haben. Das kann helfen, unbeschadet oder mit weniger Schaden zu öffnen. Das versuche ich jetzt mal direkt. Soweit, so gut. Ja. Ich weiß, es gibt theoretisch bessere Methoden, man kann es erwärmen und so, aber das sollte reichen. Das war gut. Sehr schön. Schönes Booster, das hebe ich auf. So sind durch der Code. Ach, witzig. Okay. Sollte, weil neues Set,
wahrscheinlich auch dieser Kartentrick sein. Einen nach vorne, schauen wir mal. Jawohl. Und dann geht's los mit Temporal Forces. Hunter. Ein Apollo. Ja, ist jetzt kein spektakuläres Bild, habe ja schon gesagt. Jetzt nicht die krassesten Artworks, aber auch hier wieder, es passt zum Hintergrund. Und es passiert wenigstens, passiert was. Ja, es ist offensichtlich eine Nachtszene und in irgendeiner Form wird ein Lichtstrahl auf Apollo gerichtet. Es hält die Hand ins Licht, also ja, es ist einfach eine Szene, die da aufgebaut wird, die da beschrieben wird. Pikachu direkt. Sehr cooles Bild. Sowohl die Perspektive als auch die Artwork. Richtig hübsch. Ghastly. Nebulak ähnlich. Wir sehen hier auch dieses, ne, rundherum ist es dunkel. Lichtstrahl auf Nebulak gerichtet. Man hätte es vielleicht mit dem Schatten ein bisschen besser. Na gut, bei Nebulak kann man nicht so viel Schatten mit reinbringen. Der Hintergrund ist halt sehr realistisch gezeichnet und da passt irgendwie dieses Nebulak nicht so rein. Aber ansonsten, schick gemacht. Ja, gut, den gibt's halt irgendwie immer, diesen Stil. Keine Ahnung, ist nicht meins. Irrelevant. So, hier passiert direkt Action. Es ist ein Pokémon, das mir vom Design her nicht so gut gefällt. Deswegen kann ich es nicht so cool finden, aber alleine schon Perspektive und da passiert was. Also nehmen wir. Irrelevant. Ja, das ist nicht so mein Ding, der Stil. Hatten wir bestimmt auch eben schon einen in der Art. Alt, Reverse Solo, Croconaw. What? Direkt im ersten. Ich habe dieses Mal, was ich selten mache, vorher geguckt, was es so für Karten gibt in dem Set, weil ich wissen wollte, ob es sich wirklich für mich lohnen würde, dieses Set zu kaufen. Und habe mir natürlich auch diese Karten angeguckt, die selteneren Karten. Und obwohl es natürlich interessantere Pokémon gibt und auch spannendere Motive, war das tatsächlich das, was ich am schönsten finde. Ich mag einfach diese starken Kontraste, diese crispen Farben und das hat man hier halt voll. Ein intensives Grün, diese Glitzer-Lichteffekte auf dem Wasser. Das, als ich mir das durchgeguckt habe, welche Karten es in diesem Set gibt, das war die Karte, die mir am besten gefallen hat. Und die ziehe ich direkt im ersten Booster. Das ist ja mal Secret Rare natürlich. Hier unten sieht man es, 171 von 162. Wirklich cool. Also das freut mich jetzt echt sehr. Da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und die Rare, Holo Rare, ist ein Feraligatr, was auch ganz nice ist. Ich weiß nicht, was das für eine grüne Sludge ist, die der da abbekommt, aber nettes Bild. Aber das, bam. Wo sind meine Folien? Ist direkt mal gesleeved hier. Da will ich nämlich nichts drankommen lassen. Super schicke Karte. Gefällt mir richtig gut. Euniclus heißt es auf Englisch. Euniclus. Damn. Nice. Wirklich ohne Scheiß. Die eine Karte, die ich mir aus dem Set am meisten gewünscht habe. Ob sie wertvoll ist oder nicht, keine Ahnung. Ist mir völlig egal. Das ist die Karte, die ich haben wollte. Sehr cool. Nächstes Booster. Zweites. Das ist ein bisschen schwerer zu öffnen hier. Klebt ein bisschen krasser. Ich meine, es muss auch nicht perfekt sein. Eigentlich ist es auch völlig wurscht, wenn man ganz ehrlich ist. Aber ich habe die gerne in einem ganz schönen Zustand, diese. Das ist okay. Gucken, vielleicht kriege ich nochmal einen dem gleichen, das ein bisschen besser klappt. Aber das war schon ganz gut. So. Dafür, dass ich vorhin das so angepriesen habe, von wegen nur cooler Artwork, habe ich bis jetzt noch nicht so viel als cool bezeichnet. Aber schon ein paar. Pikachu zum Beispiel war richtig nice. Mawile, auch das gefällt mir sehr gut. Man hätte ein bisschen, wie soll ich sagen, ich mag das gerne, wenn man auch die Schatten mit Kontrast deutlicher macht. Hier hast du das halt sehr smooth ineinander fließend. Die Schatten sind nicht sehr stark, die Lichteffekte sind nicht sehr stark. Kann man so machen,
Sieht dann halt sehr smooth aus. Ich mag es halt lieber, wenn es ein bisschen crisper ist. Stärkere Kontraste. Aber trotzdem, schönes Bild. Es passiert was drauf, man hat eine Perspektive, die interessant ist. Gut, bei Mauer ist es meistens von hinten, aber trotzdem nett. Infinity ist jetzt nicht der Stil, der mir besonders gut gefällt. So ein bisschen wasserfarbenmäßig, ölfarbenmäßig. Kann man machen. Immerhin, das Vieh macht was. Ja, ist nicht einfach nur so eine generische Stance. Das ist ganz cool. Das wiederum ist nicht so schön. Das muss man einfach auch mal sagen, wie es ist. Utut ist halt ein bisschen einfach gemacht. Die interessieren mich nicht. Hier direkt wieder alleine durch diese Biegung, die es da macht, hast du direkt wieder eine Pose, die es ein bisschen interessanter macht als die generische Pose, die man sonst sieht. Außerdem mag ich diese von Feuerkarten, mag ich die Farben immer ganz gern. The Dunsparce, Dummimiesel auf Deutsch. Eines der bescheuertsten Pokémon, die es gibt. Dummiesel war schon bescheuert. Aber jeder wusste, oder jeder dachte sich, irgendwann muss Dummiesel mal eine Weiterentwicklung bekommen. Weil es sieht aus wie so eine Larve, da wird bestimmt irgendwas draus. Was bekommen wir? Eine längere Larve. Okay. Martsdale. Ist okay. Ist jetzt ein bisschen einfach. Und da geht's direkt weiter. Ist das auch, hier ist auch Secret Rare. What? Den zweiten Booster. Hauen die jetzt hier direkt alle von den guten Karten raus. Und naja, die letzten anderen 30 Booster kommt nur noch Crap. Aber hey, ich beschwere mich ganz bestimmt nicht über ein Iron Crown X oder EX. Ich bin ja mehr auf der... Welches ist das? Karmesin? Nee, nicht beim falschen. Ist das Karmesin Purpur? Ja. Bei Karmesin hat man ja die Vergangenheitsdinger, bei Purpur heißt es, glaube ich, die Future-Viecher. Die Future-Viecher sind ehrlich gesagt nicht so mein Ding, ich mag die anderen lieber. Unter denen ist aber das tatsächlich eins von den ganz cool designten. Aber hier, obwohl es eine seltene Karte ist, eine krasse Karte ist hier die Artwork nicht so gut. Es ist total generisch. Kein Hintergrund. Ist ein bisschen enttäuschend für so eine Karte. Dennoch, was ist das? Wie nennt man die? Dual Rare oder sowas? Secret Rare. 2 Sterne. Seltene Karte. Ich bin gespannt, was die so wert sind. Was kann er überhaupt? Der hat eine Fähigkeit. Cobalt Command. Attacks used by your future Pokémon. Achso, bei your future Pokémon. Okay, die haben ja diesen Future Tag. Also Attacken von Future Pokémon außer diesen hier machen 20 mehr Schaden. Okay, das heißt, es ist noch nicht mal ein Pokémon, das man aktiv einsetzen sollte. Es sollte nur auf der Bank liegen, damit andere Future Pokémon stärker werden. Wenn man es aber einsetzt, was kann es noch? 3 Energie, Windshotos, 50 Schaden auf 2 gegnerische Pokémon. Okay, wow. 3 Energie für insgesamt 100 Schaden. So, ne? Also, so als Passiv-Pokémon im Hintergrund ist es ganz gut für 20 Schaden mehr. 20 Schaden ist jetzt natürlich auch nicht super krass, aber hey, why not? Mal lieber. Na, bleibst du stehen. Bleibst du stehen. Was man so auch sehen kann. Okay. Mal, oder? 2 Secret Rare, die ersten 2 Booster. Also, ich meine, es kann so bleiben. Von mir aus kannst du weitergehen, ne? Machen wir noch ein paar auf die Weise. Gibt ja, glaube ich, keinen Grund, warum nicht mehr drin sein könnten. Das ging easy. Sehr schön. Zack, Code, falsch rum. Plopp, nach vorne und weiter geht's. So. Sizzly Pete. Ja, kein Stil, der mir gefällt. Also jetzt kündige ich das schon so an, dass hier so viele schöne Karten drin sind und dann kommen erstmal die ganzen geht so Karten. Meryl schon wieder ein bisschen besser. Alleine schon durch die, ich weiß gar nicht, ob das so rüberkommt, weil es sehr subtil ist. Auf Meryl selber sieht man so ein bisschen Lichteffekt. Nicht viel. Zugegeben, aber immerhin. Und ich mag die Farben. Ja, der ist okay. Dunsparce. Hier, Dummiesel. Wie ich schon sagte, bescheuertes Pokémon, bescheuertes Design.
Aber die Karte sieht trotzdem gut aus, weil es passiert was. Du hast Animation, du hast Movement, das ist Stance, du hast Perspektive. Coole Karte. Für so ein beschissenes Pokémon. Und hier, Lycanroc. Einfach guter Stil. Ja, guter Artwork. Sieht man, dass es per Hand gezeichnet ist. Sehr schön. Sehr schöne Karte. Komische Haltung irgendwie. Also die Wahl der Haltung ist ein bisschen seltsam. Aber ansonsten schön gezeichnet. Fällt mir gut. Das ist wieder ein bisschen einfacher. Okay, immerhin hübscher Hintergrund. Das ist irrelevant. Nee. Ekans als Reverse Holo. Vom Zeichenstil her ein bisschen einfacher. Aber auch hier, man ist einfach was. Passiert einfach was. Ne? Die ist um den Baum gewickelt. Hey, keine generische Stance. Kann man gut machen. Finde ich gut. Und es passt zum Hintergrund. Als Reverse Holo. Mr. Mime, Pantimos. Ähnlich. Nur ein bisschen generischer. Ne? Hier passiert schon wieder nicht mehr so viel. Da ginge mehr. Und, ja, ist das auf Englisch Bramblegast. Okay. Ja, hier passiert jetzt tatsächlich nicht so super viel. Also das ist mir tatsächlich zu generisch und auch der Hintergrund ist ein bisschen langweilig. Hätte man mehr draus machen können. Gerade hier was vermischt, ja. Hörst darüber. Du auch. Okay. Und das letzte Booster für heute. Ob da jetzt noch ein weiterer Kracher kommt, will es nicht jinxen. Ich sag nix. Komm raus. Kaputt gemacht. Das Booster habe ich kaputt gemacht. Was ist denn passiert? Ich habe da ein Stück von der inneren Folie mit rausgezogen. Kommt denn die innere Folie zwischen die Karten? Ah ja, weird. Okay. Wie dem auch sei. Da ist die Code. Da ist die Energy-Karte. Los geht's. Mit Beldum. So. Schaut euch das an. Ich meine, das ist jetzt so ein 3D gerendertes Ding. Wo ich ja eigentlich immer sage, finde ich nicht so gut. Aber in diesem Fall doch, weil es so realistisch ist. Es ist so realistisch gerendert. Man sieht so eine Oberflächen, wie sagt man, Konsistenz. Das sieht einfach aus, es könnte ein Foto sein von einem echten Pokémon. Das finde ich total gut. Finde ich super. Sehr schöne Karte. Breloom wieder ein bisschen einfacher. Roly-Coly auch ein bisschen einfacher. Ja. Es ist eine nette Zeichnung, aber es ist jetzt nichts Krasses. Need more. Ich mag einfach, dass da was drauf passiert. Die Perspektive. Die eine Hand ist größer als die andere. Feuereffekte drumherum. Ja, das macht was. So muss man das machen. Den hatten wir schon. Der ist irrelevant. Ribombee. Ja, das ist schon wieder ein bisschen generischer jetzt, aber trotzdem ganz hübsch gemacht. Schöner Hintergrund, passt dazu. Das passt. Reverse Holo, irrelevant. Golurk, sieht ganz cool aus, einfach durch diesen Abendröte-Effekt. Oder Feuer in der Nähe, who knows. Ganz schick. Und ein Koraidon, was auch ganz cool ist. Einfach wegen der Perspektive, wegen dem, was da drauf passiert. Man sieht nicht mal das ganze Pokémon, es ist auch durch diesen Slashes hier, so diese Slash-Effekte so ein bisschen verdeckt. Aber es ist halt wirklich, es passiert halt einfach wirklich was, ja. Das ist nicht einfach nur, da ist das Pokémon, guck, schön. Nein, wir haben eine Attacke, wir haben einen Angriff oder ein auf uns zulaufendes Pokémon. Ja, das ist cool. Das ist einfach cool. Das müssen die öfter machen. So, und damit sind wir für heute durch mit schon mal direkt einfach bei Temporal Forces 2 Secret Rares und vor allem die eine, die ich haben wollte. Wo ist das denn? Bam! Falls ihr neu seid, vergesst nicht, was heißt vergesst nicht, falls ihr neu seid, wisst ihr es noch nicht. Kochen und Karten wechselt sich mehr oder weniger ab auf diesem Kanal. Alles ist in Playlists aufgeteilt, falls ihr nur eins von beidem sehen wollt.
Also so oder so, bitte abonnieren, bitte liken, den ganzen Kram und dann nächstes Mal könnt ihr mal beim Kochen reinschauen. Falls nicht, sehen wir uns übernächstes Mal wieder zu weiteren Karten, nämlich wieder aus diesen beiden, wie heißt's, Displays. Dahin.